Die Muschel. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus, dass mein linkes Ei geprellt ist von dem... Moin oder was? Wie angekündigt, befinden wir uns im Wald und wir wecken jetzt Etienne und Jasper auf. Was ist das denn für eine enttäuschende Nummer? Da muss ein Funke her. Da muss ein Funke. Der dürfte die wach machen. Der macht wach. Der macht wach. Aufstehen. Sag mal, sind die da überhaupt noch drin? Ich glaube, die sind tot. Hallo? Ich glaube, das dürfte die wach machen. Noch einer. Jungs. Komm mal jetzt raus. Geht nicht. Warum das denn? Also bald. Das ist echt gleich. Moin Jungs! Moin. So, wir sind jetzt in Koblenz an der Uni angekommen. Dwayne und Jasper haben gerade ausgespielt, dass alle einen Cheat-Gainer in das Gebüsch da reinmachen müssen. In dem Sinne, rein in das Gestrüpp. Digga, du sollst da nicht rollen. Oh, Junge, ich hab gar nicht gelandet, ich hab voll unterdreht. Ja. Au. Das war so geil. Junge, das sieht aus, als wenn du im tiefsten Urwald bist. Das war so geil. Rein in den Holger. Geiler Tage. Aber schon geil. Gut. Ich bin dran, Rainer. So relativ früh zu springen ist natürlich schlau, weil dann hast du noch mehr Platz, wo du auch reinspringen kannst ohne Löcher. Jetzt habe ich da ein Loch und da ein Loch. Ja, genau. Also ich muss genau hier landen eigentlich. Mach einfach. Alter Bär. Und wie war's? Ja, ich weiß, ich habe nicht viel mitbekommen, ehrlich gesagt. So, der letzte im Bunde, Jan. Rainer. Wir befinden uns gerade auf der Universität zu Koblenz und suchen nach einem geeigneten Ort für die umsagte Böllerkette, die wir heute mit mehreren Mann abhaken wollen. Mal schauen, wer sich alles einreiht. Es ist alles vorbereitet. Wir suchen jetzt nur noch einen schönen, ikonischen Ort hier. Ja. 5 Stück sind dran, also wer ist dabei? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Was sagst du? Macht er ganz sicher nicht mit. Was ist mit dir? Ich überlege, aber ich will den ganzen Trip nicht kacken. Ich weiß nicht, wie das dann sich auf ein Arschloch Verhält. ja. Hast du irgendwie noch einen, über den ich mir mal anschauen kann, wie doll der ist? Ja, das würde ich nämlich auch gern sehen. Kurzer Prep hier. Oh, Junge. Ich glaube, ich bin raus. Ich habe auch so wenig Bock, aber es ist so geil an sich. Der Teil, der war im Boden, der ist absolut unversehrt. Und nur der obere Teil, der rausgeguckt hat, der ist wirklich geplatzt. Digga, ich hab Aber doch- genau da sind unsere Arschbacken, Ich gebe dir Alter. mein TÜV-Siegel da drauf, das ist safe. Der wollte mir bei Stuntvideo 2, beim Intro, wollte mir einen Böller ans Bein binden. Dann habe ich gesagt, Junge, lass uns das Ding bitte erst einmal testen. Ich wäre tot gewesen. Den nächsten. Oder soll ich einfach Nimm den, ja, ja. Spring einfach rein. Kannst du den natürlich.
Ja, das sieht so sketchy aus hier an diesem Ort, oder? Nee, die Zündschnur ist mir zu wild. Und Dwayne testet jetzt nochmal die Zündschnur. Weil Jan Angst davor hat. Man muss kurz festhalten, dass Jan mehr Angst vor der Zündschnur hat als vor dem Böller selbst. Ja, Alter, weißt du, wie viele Arschhaare ich hab? Ich fang Feuer. Halt. Ich gebe dir mein TÜV-Siegel da drauf, das ist safe. Ich bin sowas voraus. Nee, leck mir raus. Alter, ich bin maßlos enttäuscht, ne? Alter Dwayne, Junge, das kannst du überhaupt nicht ernst meinen jetzt. Digga, das ist klar, dass die so knallt, wenn die überall so zerknickt ist. Wenn die auf Spannung steht, ist das gar nicht mehr schlimm. Ich hab die halt echt schlecht gerade geklebt, deswegen das geht Alter. nicht. Die Zündschnur ist gut, die haben nur Angst. Jetzt kommt. Digga, Sicherheit ist doch egal. Ja, mach doch. Schieb dir einen in die Nase, einen in die Achsel und einen in den Arsch. Die Zündschnur ist wirklich 1000-mal besser gefallen. Ich kann nichts dafür, dass ihr auf einmal was gucken wolltet. Das war doch schon wieder zu unserer aller Sicherheit gut so. Mit der Zündschnur hätte keiner von euch was zu tun gehabt. Die wären daneben auf dem Boden gewesen. Wenn neben mir gewesen Hätte ich mitgemacht, hätte ich die abgekriegt. Ja, das hat die ausgemacht. Die ist jedes Mal ausgehebelt. Ja, weil mich sowas nicht interessiert. Genauso wie Anzünden, Junge. Ich renn auch nicht rum und heul rum jedes Mal. Stirbst auch fast immer, wäre ich nicht da. Lass das jetzt eben machen. Da habe ich die ganze Tour drauf gefreut. Wenn du uns jetzt beweisen willst, dass die Zündschnur gut ist, machst du uns noch ein Stück. Ja, mache ich jetzt auch. Und wenn ihr dann kneift, ne, dann seid ihr Untermenschen. Was bringt das denn jetzt eigentlich, die so geisteskrank perfekt zu kleben? Die andere ist halt wirklich perfekt. Also du stehst drauf, du Idiot. Also, jetzt hast du hier nochmal die so weiß. Ja, und woher soll ich wissen, dass die genau... Ja, eben. Die ist genauso. Guck dir die doch an. Ich gebe dir mein TÜV-Siegel da drauf. kannst mich so was von am Arsch lecken, anstatt den Böller da reinzustecken. Ja, dann machen wir es ohne Zündschnur. Dann macht jeder einzeln ein. Sie glauben mir nicht, dass das sicher ist, deswegen beweise ich es denen jetzt. Die Muschel. Alter, nee, der ist nicht. Das ist safe. Wir machen das nochmal. Digga, der Typ ist so dumm, wirklich. Also ich werde nicht mehr langsam hier. Direkt den nächsten. Alter. Ja, das ist recht entspannt. Deswegen sage ich ja, wir können das alle zusammen machen. Bereit? Du machst das. Es stinkt so nach Haaren, Alter. Es riecht so nach. Digga, da bist du aber wach. Alter Bär. Also, leider ist der Schneesturm vorbei, es ist trotzdem noch arschkalt. Wir sind hier zu so einem Kieswerk irgendwo nach, ich glaube, Nähe Bonn gefahren. Jetzt geht es rein in den Holger und dann schauen wir mal, was da heute noch so passiert. So, das umsagte Maximum ist, glaube ich, gefunden. Aber eine Sandpyramide, die schöner vom Boden hochragt als alles andere, was ich je gesehen habe, und ein Kran darüber. Locker ein Zehner, locker ein Zehner. Also ich finde das auch einfach nur Wahnsinn hier. Das ist so ein geiles Grundstück. Und es würde mich einfach nur wundern, wenn die Bullen uns so nicht kicken später. Das ist der Einbruch, der sich wirklich lohnt. Also Einbruch, wie gesagt, sollte man nicht machen, aber es gibt halt welche, die lohnen sich einfach. Ach du Scheiße. Okay, das ist, glaube ich, über Maximum, aber das ist direkt da drauf. Das könnte gehen. Digga, Digga, ist das hoch. oh, ist das geil. Man muss ja auch gucken, wie der Sand sich verhält bei gewissen Eindrückungen. Weil er sich nicht traut zuzugeben, ist, dass das eine Nervositätspisse ist. Wir sitzen hier gerade an der Spitze, das ist aber so extrem windig, dass wir echt Angst haben, dass das Ding hier vielleicht abbrechen könnte oder so. Deswegen gehen wir mal kurz zurück und warten mal ein paar Minuten. Wie ist die Einschätzung? An sich machbar, extrem hoch, aber sollte gehen. So, wir fangen jetzt an mit einem kleinen Warm-up.
So, die Mission zum Maximum wurde abgebrochen aufgrund extremen Windes. Deswegen mussten wir mit einer neuen Idee hervorkommen. Haben uns gedacht, ist auch ein perfekter Ort für einen Double Layout Backflip. Deswegen schmeiß ich mich da jetzt rein und Ed hat, glaube ich, auch richtig Bock. In diesem Sinne, sendet. Sendet! Wir preppen ein paar Backlays, bevor wir uns runterschmeißen. Digga, ist das hoch! Ja? 3, 2, 1. Der Seehallen. Digga! So, aus Spaß wurde ernst. Ed und ich haben jetzt viel gepreppt, sind bereit. Schmeißen uns jetzt, denke ich mal, rein in den Holger, oder? Würde ich sagen, ja. Gut, dann geht's wohl rein in den Holger. Aua. Komm, Digga. Ja! Digga! Yes! Geil! Alter! Und Ette fliegt als nächstes. 3, 2, 1, rein da! Komm, Digga! Oh! Junge! Alter, wenn ihr euch fragt, wie man fast bei einem Double Layout drauf geht, dann habt ihr es jetzt gesehen. Und zwar hat der Typ so 0 seiner Power benutzt. Also das war insane knapp. Der wäre so knapp fast draufgegangen, Alter. Der, scheiß meine Rotze. Junge, man sieht es auf dem Clip wahrscheinlich nicht, aber der ist straight auf den Kopf gelandet. Gut, vielleicht hilft gleich auch noch jemand. Genau daran habe ich gedacht, als ich aufgesprungen ist. Dachte ich 1:1, boah, der hat die Technik, wo der auch gut stecken bleibt. Oh, Junge! Alter, ich hab komplett locker gelassen. Du bist halt 0 in Pop gegangen. Alles gut? Oh, mein Sack. Moin oder was? Ich wollte mich mal zu Wort melden, wie damals in der Schule. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus, hab hier ein wunderschönes Schreiben vom Arzt, wo drin steht, dass mein linkes Ei geprellt ist von dem scheiß Bauchklatscher, Alter. Was hat er mir als Therapie vorgeschlagen? Hochlagerung plus Kühlung des Hodens. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Wenn er mal irgendwann einen Nutshot kassiert oder was, Ding hochlegen und kühlen. Ast rein. Bis dahin. So, das war ja jetzt wohl nix. Da muss ich wohl noch mal rein. Und weil das Ganze nicht schon geil genug ist, fängt es jetzt auch noch an zu schneien. Komm, Digga. Komm, Ette, komplett rein zimmern. Scheinbar macht der Schnee dem ganzen Strich durch die Rechnung. Deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie noch anders runterjagen. Aber ich glaube, Ed ist raus. Kann man auch verstehen. Digga. Es schneit! Mitten im Sommer. Digga, da ist ein Schneehaufen gleich. Guck dir das an. Digga, ein Schneehaufen! Was sagst du dazu? Ist das hoch. Ja, insane. Muss ich mich jetzt wohl auch hinterherziehen. Dann wünsche ich auch dir einen schönen Flug. 3, 2, 1. Leck mir alle fort. 3, 2, 1. Um einiges höher als man denkt. Auf einmal, weil man den Hügel gediegen nach unten springt. Und jetzt kommt noch eine Abschiedsdive Roll. Oh wow. Alter, wo bist du denn gelandet? Alter, der ist hier gelandet. Von da oben. Junge, das sind 6 Meter. Das sage ich euch so, wie das ist. So, das war nochmal ein wahrlich wilder Abschluss von unserem dreitägigen Trip hier durch Baden-Württemberg oder wo wir uns eigentlich befinden. Wahnsinns-Kieswerk gefunden. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal für ein größeres Videoprojekt zurückkehren. Ihr wisst warum. Und was gibt es noch zu sagen, Männers? Das war's. Outro! Outro! Ja, sicher!
Bist du bereit? Drei. Hochlagerung plus Kühlung des Hodens.